Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist jetzt schon 7 Monate her, dass ich das letzte Mal ein Video hochgeladen habe. Ist eine Weile definitiv. Dafür möchte ich mich auch bei euch entschuldigen. Das Ding ist einfach, mir ging es in der Zeit wirklich richtig schlecht. Ich glaube, das hat man auch in dem Video gesehen. Mittlerweile habe ich mich eigentlich ganz gut gefangen. Also ich habe ja eine Betreuerin auch. Habe auch Medikamente jetzt bekommen, welche jetzt auch endlich mal passen. Also zumindest geht es mir dadurch besser. Ja, meinen Schwerbehindertenausweis habe ich jetzt schon recht lange tatsächlich. Ich hatte aber auch ein bisschen, sage ich mal, in Klammern, Ärger so mit dem Amt oder halt mit den Behörden, weil es da ein bisschen drum ging, so, dass man mich halt wegschiebt zu einer anderen Stelle, weil man halt mit mir nichts anfangen kann. Habe auch mich beworben bei verschiedenen Firmen, hatte auch tatsächlich Vorstellungsgespräche. Leider ist das Problem halt oft, wenn dann dieses Thema Krankheit eben aufkommt, sagen halt die meisten Firmen nein. Ich kann es sogar irgendwie nachvollziehen, so ein bisschen, ne? Aber ich meine, es ist halt einfach so heutzutage. Auf der anderen Seite ist es natürlich mega traurig. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber könnte ich heute so reden und auch generell so, was ich jetzt so noch so vorhabe. Also was ich auf jeden Fall vorhabe, ist, dass ich eventuell so ein kleines FAQ machen möchte. Das heißt, ihr dürft euch gerne Fragen ausdenken, welche ihr zum Beispiel an mich habt oder auch zum Beispiel meine Eltern oder jetzt irgendwie Freunde oder sowas. Also jetzt hat meine Freunde hier so, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, wie zum Beispiel, wie gehst du mit Suis Krankheit um oder tralala oder sonstiges, schreibt das einfach in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Also das wäre zumindest etwas, wo ich vorhabe. Also wäre es ganz cool, wenn ihr da mit interagiert. Und ja, ansonsten, was mache ich sonst momentan? Ich mache sehr viel YouTube und Twitch natürlich. Da habe ich mich jetzt eigentlich drauf priorisiert. Ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen zusammengerissen, mal ein bisschen Popo hochgekriegt, dass ich es jetzt wirklich aktiv gerade durchziehe. Und da ist halt leider der Vlog ein bisschen jetzt vernachlässigt worden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist aber auch echt schwierig. Also ich muss sagen, es ist für mich halt wirklich schwierig, das alles auf einmal zu bewältigen. Weil es ist dann doch irgendwie ein bisschen viel, wenn da so viele Sachen auf einmal kommen. Oder so viele Sachen auf einmal zu tun sind. Deswegen ist der Vlog da ein bisschen hinterher oder zu kurz gekommen. Das Weitere, mir geht es eigentlich soweit echt gut, muss ich sagen. Klar habe ich meine Downs, die habe ich immer noch, also die habe ich so oder so immer wieder mal so. Aber es ist nicht so, dass mich mega runterzieht. Also ich mache das Beste draus. Ich versuche natürlich, meinen Weg zu gehen. Die Ticks sind jetzt momentan nicht so da, also eher weniger. Habe ich recht selten. Da geht es mir eigentlich wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Ansonsten, ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich was Neues. Also Lilly geht es auch soweit gut. Zum Glück bin ich auch echt froh. Weil in letzter Zeit ist schon sehr vieles auch aufgekommen, so, was auch ein bisschen, ja, ein bisschen belastet hat. Aber ich komme halt damit schon gut klar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mega am Ausflippen bin, wie ich sonst normalerweise machen würde. Da muss ich sagen, gelobet sind die Medikamente, da bleibe ich dann doch ruhig. Es gab zwischendurch dann so einen kleinen Notfall oder so einen kleinen Fall, wo ich dann eben die Medikamente eine Zeit lang nicht nehmen sollte, weil ich dann halt auch darauf angesprungen bin, also jetzt auch herztechnisch. Und da musste ich dann ein paar Arzttermine machen, musste man halt erstmal gucken, so, ne, was da jetzt ist, ob das halt überhaupt weiterhin tragbar ist. Was ich jetzt auch noch eben festgestellt hatte, dass ich eben so eine Pseudodemenz habe. Ich erkläre es mal kurz für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Wenn man jetzt zum Beispiel Depressionen hat und die sind ewig lang unbehandelt, dann kann es halt passieren, dass sich so eine Art Demenz entwickelt. Die ist auch behandelbar, also die kriegt man auch wieder weg, aber die ist halt dann da. Und das hat sich halt bei mir entwickelt, deswegen vergesse ich auch so viel. Also jetzt weiß ich das auch mal, warum, weshalb. Und ja, das ist halt so jetzt noch ein Problem, wo ansteht, wo ich auch noch angehen muss. Ansonsten ist eigentlich alles so beim Alten, alles so normal geblieben. Also gut, Corona, ne, ist immer noch derzeit. Ich sag mal, dass man so eingesperrt ist, das Soziale ist halt schon ein wenig belastend. Also es ist schon sehr, wie soll ich es am besten beschreiben? Also ich bin eh nicht so der Mensch, der was mega viel rausgeht, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich bin schon, wenn dann, nicht so oft draußen, ab und an mal vielleicht mal als Unternehmen. Aber es fehlt mir tatsächlich so ab und an mal ins Kino gehen oder mal dies oder mal das. Ich habe mich auch tatsächlich noch nicht geimpft. Jetzt würden wahrscheinlich viele so das Schildchen heben, so wie kannst du nur. Aber bei mir liegt halt auch sehr vieles gerade mit diesen ganzen Medikamenten und
mit den Sachen da zusammen, weil das dann halt doch ein bisschen kritisch ist, wenn ich jetzt auch noch einen Impfstoff so hinterhergejagt bekomme, ob sich das dann alles verträgt. Und gerade weil ich halt dann die letzte Zeit so ein bisschen angeschlagen war, könnte es halt, ja, nicht so gut ausgehen. Und deswegen muss ich das jetzt auch erst mal abklären lassen, wie es da jetzt weitergeht. Und ansonsten ist eigentlich alles soweit beim Alten. Das wollte ich euch auch immer mal sagen, so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Ist jetzt heute mal ein etwas kürzeres Video. Wie gesagt, also ich habe jetzt da auf jeden Fall vor, mal so ein kleines FAQ zu machen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt rund um die Krankheit oder auch irgendwelche speziellen Fragen an mich selber oder eben auch an Leute aus meinem Umfeld. Haut das einfach in die Kommentare rein und dann werde ich da auf jeden Fall gucken, dass ich ein Video mache. Und dann war es das auch schon an dieser Stelle. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Angucken und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video vom Vlog.